Hello, good morning, everybody. This is Nanda Matari. I am meditation coach and trainer from New York City. Today, I also have a special guest for my live Facebook Live, and he is from Switzerland. And so he is originally from Germany, but now he's living in Switzerland, and he's been meditating with me for a while. And he wanted to share about his experience, how he's gone through with the coaching with me, and I asked him to talk about his own experience. So this live video will be held in German. So I will then the whole videos will be downloaded afterwards, and I will post it on YouTube. And afterwards, if the people want to see the video about English and what does it say, I will write that down under subtitle. So with that said, I will switch this video into German. So guten Morgen, Michael. Hallo, guten Morgen. Schön dich zu sehen und danke schön für deine Zusage, dass du auch über deine Erfahrung erzählen möchtest. Und ja, du bist auf sehr guter Weg und ich sehe dass du auch regelmäßig meditiert und immer wieder verändern sich in deinem Leben im Positiven. Und so erstmal zuerst kannst du uns mal mitteilen, wer du bist und was du machst in deinem Leben gerade. Ja, genau. Also ich bin Michael Frank, das ist mein weltlicher Name, genau. Und ich habe vor ungefähr 1,5 Monaten meinen spirituellen Namen erhalten, Mandus. Und genau, ich bin seit 1,5 Jahren in der Schweiz und arbeite als Entwicklungsingenieur bei einem großen Weltkonzern in Deutschen in Liechtenstein und habe vorher auch 5 Jahre auch als Entwicklungsingenieur gearbeitet im Schwarzwald. Genau. Und zur Meditation kam ich zum ersten Mal 2009 in Berührung, genau. Und etwa vor 3, 4 Jahren haben wir uns kennengelernt über Ja, eine richtig. Meditation, genau, Ja, ja. ja. Und ja, das war sehr interessant, auch die Begegnung, ja, Ja, genau. richtig, richtig. So, bevor du mal sagst, du hast auch schon mal erzählt mit deiner Anfang von Meditation Erfahrung und das bedeutet, du hast schon vorher schon Meditation Erfahrung gehabt, bevor Ja. wir uns kennengelernt haben. Und Mhm. erstmal so mit der Meditation, was hat dich bewegt oder das Anfang zu meditieren? Ja, meine Schwester hat mich dahin gebracht zur Mhm, Meditation. Das war in der Toskana mit einer Meditationsgruppe in Italien. Und da kam ich zum ersten Mal in Berührung und mhm. wusste erst gar nicht, was ich da machen sollte. Bis Ja, da mich die Leute da eingewiesen haben, versuchen an nichts zu denken. Und ja, das war schon schwierig ja, damals, richtig. an nichts zu denken. Mhm. Genau. Und meine Schwester hat gefragt, ob ich das schon gemacht habe. Ich so, nee, noch nicht, ich traue mich noch nicht. Aber dann irgendwann wurde ich dann warm mit den Leuten und genau, und dann kam das so dazu, ja. Ich habe dann irgendwie das Interesse dann gefunden dann. Ich habe dann auch gemerkt, dass was sich bewegt in mir und Ja. genau, Deswegen hast du auch mit der Meditation angefangen und richtig, auf diesem Weg auch weitergegangen. So, richtig. wenn wir uns mal erstmal da kennengelernt haben, so du hast auch, so was hat dich auch bewegen, so mit mir, also zu sagen, okay, ich möchte jetzt miteinander meditieren. So, was hat da so dazu gebracht? Ja, genau. Ich hatte damals, sagen wir, eine ja, kleinere Krise, Lebenskrise, sage ich mal, so Mhm, eine Art Depression. mhm. Und irgendwie habe ich um Hilfe gebeten, ja, und dann kamst du plötzlich in mein Leben dann, sage ich mal so. Ja, Und okay. ja, da haben wir uns ja kennengelernt und du konntest mir auf Anhieb schon mit einer Meditation, schon bei der ersten Meditation habe ich gemerkt, das sich bewegt bei mir, dass ich mich Mhm. verändere. Ja. Und dann haben wir auch über WhatsApp dann auch meditiert, Mhm. weil es waren ja weite Distanzen zwischen uns, Ja. genau. Und ich habe dann schon nach 2, 3
Meditationsabende schon gemerkt, dass es mir sehr wesentlich besser ging. Ich habe Ja, hab mehr Selbstvertrauen gehabt, eine innere Sicherheit, also Stabilität. ja. Äh, das ging, man hat schon gleich an den Anfängen gemerkt, dass es Mhm. mir wesentlich besser ging. Und Ja. ja, und dann wollte ich halt mehr dann Ja. da, davon haben, jetzt einmal von diesen Meditationen, ja. Richtig. Und damals auch hast du wohl, du warst in der Schwarzwald oder in deutscher Seite, ne? Hast du das Richtig, Wunsch gehabt, nach Schweiz zu ziehen und auch Freundin zu bekommen oder richtiger? Und diese Wünsche sind auch erfüllt nach und nach, ne? Wie ich das richtig, mal wusste. richtig. Genau, Richtig. es ist alles, genau, nach der ersten Begegnung, dann hast du mir ein paar Techniken beigebracht. Ich habe das auch weitergemacht, aber nicht jeden Tag. Habe es aber so einmal die Woche gemacht und Mhm. dann habe ich es schleifen lassen, weil es mir wieder besser ging, ja. Richtig, ja. Und dann hat es auch geklappt, in die Schweiz zu kommen. Da habe ich eine Lebenspartnerin und ja, und danach ging es mir halt dann wieder nicht so gut, ja. Ja, ja. Ja, Anfang diesen Jahres, Das ja, Jahr, genau. das Jahr. Und ja, dann auch wieder drum gebeten, um Beistand, also um Hilfe, ja. Und da kamst du wieder, hast du dich gemeldet dann bei mir. Über Ja, Facebook habe ich mal einfach ri- Gefühl gehabt, ja, ich will richtig, mal bei Michelle melden. Und richtig, genau. Und da habe ich gesagt, ja, dich schickt wieder der Himmel. Und dann haben wir wieder angefangen zu meditieren, die ersten 4 Mal, ne? Und da habe ich auch wieder sofort gemerkt, dass ich sofort wieder in die Spur gekommen bin. Und dann hast du gesagt, ja, schauen wir mal nach den ersten 4 Malen, wie das ist. Und dann entscheiden wir, ob wir weitermachen. Und ich war sofort klar für mich, dass wir da weitermachen und dass ich mhm, da mich weiterentwickeln will. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich jeden Tag, meditiere ich. mhm. Und für mich ist Meditieren wie das tägliche Zähneputzen. Ohne das ja, ist dann der Tag für mich nicht vollendet, also rund, ja, das Ganze, ja. Ja, richtig. Ja, das merkt man auch bei dir, Walken zu walken, weil du das auch richtig will. Und du hast auch seiner Wunsch, deine eigene Berufung zu leben. Das hast du schon lange Zeit vor. Und dann Mhm. hast du auch mal nach jeder Meditation mehr Klarheit bekommen, ne? Und Mhm. das ist sehr gute Zeichnung bei dir. Und ja, ich Mhm. freue mich sehr, dass du jetzt auch viele Fortschritte machst mit deiner Spiritualität und mit Mhm. Klarheit. Du bist jetzt immer mehr klarer und klarer in Ja, deinem Gesicht und auch, und du hast auch deinen spirituellen Name gefragt, ne? Und ja, deinen Weg ja. zu gehen. Ja, ja, freue mich sehr für dich. Und was, also du hast auch jetzt Zwischenzeit natürlich, also hast du auch schon andere Heilerinnen gehabt oder andere Meditationen gehabt. Was kannst du, also ein oder zwei Punkte sagen, was ist der Unterschied zwischen wie ich arbeite und die andere? Ja, bei dir merke ich, irgendwie passt da die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler. Also du hast, also ich spreche von mir, Mhm. du siehst, was ich brauche. Also der Rhythmus, der passt ganz exakt für mich. Es ist nicht zu viel Information, nicht zu wenig, genau richtig, dass ich für mich dann die nächsten Schritte machen kann. Ja, das ist Mhm. optimal. Ähm, Ich merke, du bist sehr, sehr offenherzig und du auch deine Fröhlichkeit, die steckt mich an Ja. und es gibt mir einfach einen Schub weiterzumachen, ja. Oh, Und das hat mich angesteckt und seitdem bin ich da voll in der Sache drin, in der Meditation. Und ich merke jeden Tag die Entwicklung, ja. super. Wie es mir besser geht, auch innerlich, auch Mhm. seelisch. Das irgendwie braucht es, ich merke, dass meine Seele das braucht, diese Mhm. Klarheit, sage ich mal. Mm. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass du das auch merkst, so was es für dich gut tut und so weiter. Natürlich, dass du auch so dich auch selbst bedanken, weil du das auch Mhm. offen bist und es ist auch Hilfe annehmen und so weiter. Und Mhm. die Fortschritte, was du jetzt auch gerade machst, kannst du auch
mal mit dem Zuschauer mitteilen, du bist jetzt gerade auch der Ausbildung und was du Richtig. magst und der andere, deiner Freundin, Ex-Freundin jetzt Meditation beibracht und was ist die Fortschritte, also nach der Meditation, was du alles habt und beruflich, privat und auch vor deiner Berufung. Kannst du mal uns und auch Ja, mit den Zuschauern mitteilen? also genau, das ist, würde ich sagen, was ich gemerkt habe, dass sich die Umgebung, die Umwelt um mich herum sich verändert hat. Mhm. Ja, äh, ich merke alles, sind irgendwie lachen mehr die Leute und sind fröhlicher. Ähm, und plötzlich lerne ich Menschen kennen, auch auf der Arbeit, die Mhm. auch meditieren, von denen ich es nie erwartet habe und Mhm. machen auch dieses Vipassana-Meditation und Ja. auf der Arbeit, wo es jetzt, sagen wir mal, sehr konservativ ist, diese Branche, Mhm. ähm, unheimlich viele Leute, auch selbst mit meinem Chef, ja, der hat auch, habe ich erzählt, ja, er hat mich im Parkhaus getroffen, hat gemeint, oh, was machst du so früh hier? Habe ich gesagt, ja, hier, die Firma bietet Yoga und Meditation an und Mhm. da, und sagte er, ja, interessant und so. Und dann habe ich ihr erzählt, ja, da ist man im Fluss und im Gleichgewicht. Und er sagt, ah, im Fluss, ja, das ist, das könnte ich auch gebrauchen. Es ist hochinteressant, wie sich die Umgebung sich verändert, Mhm. weil ich mich dann verändere, ja, Ja. von Ja. innen heraus und es spiegelt sich dann irgendwie das Ganze, ja. Mhm. Genau, und jetzt habe ich auch vor einem Monat, hast du mich ja weitergeleitet zu Ja. Ruma, wegen Mhm. der, sie hat mich dann hat eine Ausbildung mit mir gemacht, also ein Seminar von 3 Tagen mit der energetischen Osteopathie. Mhm. Und ja, ist auch wieder eine super Erfahrung. Und das habe ich auch angewandt Ja. schon in meinem näheren Umfeld. Und ja, es wirkt. Ja, also Ja. klar, ich stehe am Anfang. Ich kann jetzt noch nicht Bäume ausreißen, aber ich merke schon, dass sich eine positive Resonanz dann auf jeden Fall. Äh, Richtig. genau, und ich treffe immer mehr Leute. Ja, auch jetzt gestern wieder war ich im Chateau und es ist unglaublich, wie sich alles verändert hat. Also in dem Jahr ist viel passiert. Ja. Super, vielen lieben Dank. So, das ist vor Anfang bis zu der heutige Tag. Ich bin mit dem Zeitpunkt nicht so sehr im Kopf, aber ich glaube, du bist Monat zu Monat verändert. Jetzt ist so ungefähr 7 Monaten oder so haben wir unsere 8 Monaten. März, gell, haben wir. Ja, März angefangen und so. Mhm, Also das ist so zwischen kurzer Zeit von der Depression und alles, was du nicht weißt, was du machen sollte und viele mhm, Erfahrungen gemacht hast. Das ist die Quantensprung, was die Menschen in 2, 3 Jahren machen. Du machst das mhm. in kurzer Zeit, weniger als ein Jahr, was du Ja, machst. Ja. ja, ja. So, ja, ja, ich freue mich so sehr, dass du dein Leben weitergeht und dass du deine Berufung auch peu à peu lebst und das, was du machen solltest, ist einfach an dich glauben und auch den nächsten Schritt. Natürlich, ich begleite dich immer weiter, Mhm, damit, dass du auch bis du das möchtest, ne, sind wir mhm. auch immer verbunden und so weiter. Und dann letzte Frage wäre, was ist denn von deinem Herz für die Menschen, die das auch, also ihr eigener Berufung finden möchte oder die Leute, die das auch meditieren möchte. Wie möchtest du motivieren oder inspirieren? Ja. Ähm, also ich kann es einfach nur weiterempfehlen, auf das Herz zu hören. Ja, klar, der Verstand ist immer blockiert das Ganze. Ja. Aber ich bin jetzt nach meinem Herzgefühl gegangen. Beim ersten Mal, ne, wo wir uns getroffen haben, da ging es mir wieder gut und da kam wieder der Alltag rein und so. Und dann kam wieder dieser alte Trott. Und dann beim zweiten Mal habe ich gesagt, nein, jetzt höre ich auf mein Herz und mach das. Und ich Mhm. merke, ja, einfach nur aufs Herz hören und einfach fließen lassen, die ganze Energie und die Energie, die du
überträgst bei der Meditation, die hilft für den Alltag, ja, genau. Super. Vielen lieben Dank, Michelle, für deine Ja, Erfahrung. Wir fühlen das auch dein Herz und du mhm, strahlst es auch aus, das Zufriedene aus und auch Ruhe und die ja, Kraft. Und ich wünsche dir auch viel Erfolg auf deinem Weg weiterhin. mhm, Und ja, wir bleiben uns in Kontakt und ja, ja, auf bis jeden zum Fall. nächsten Mal, möchte ich ja sagen. So, with that said, now my live video is now ended. I mean, end right now. So wenn ich so vom Englisch zu Deutsch und Deutsch zu Englisch switchen, die beiden Sprachen funktionieren nicht, weil die weiter ist nicht meine Muttersprache. So, ich Ich werde kenne das. jetzt weiter auf Deutsch beenden. Also mit der Gebet, möge alle Wesen in aller Welten glücklich sein. Ich teile meine Licht und Liebe mit allen Wesen bedingungslos. Und dann auch eine Dankeschön an Michelle, ein Dankeschön von den Zuschauern und bis zum nächsten Mal. Danke, Und Ruma. mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.